Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin im Lokpark Ampfelwang in Österreich und bin hier auf der Spur 1 Messe und begrüße jetzt Claudio Pesolillo. Sie bauen und konstruieren Loks in Spur 1 hauptsächlich in Messing und das ist jetzt hier ein Krokodil, das wir uns jetzt gleich anschauen. Genau, das ist die Neuheit dieses Jahres, die CE BE68 des Typs 2. Das absolute erste Mal, dass ich das Handmuster präsentieren kann. Bei so einem Modell kann man auch die Jalousietüren öffnen. Die Jalousien sind einzeln eingelötet, jede einzelne Jalousie, dass man dann auch zu Hause, wenn das Modell mal fertig lackiert ist, die ganzen Innereien auch gut studieren kann. Die Türen, die Jalousien, die sind dann magnetisch zuzuklappen, dass sie dann perfekt wieder liegen. Logischerweise sind auch die Einstiegstüren bei der Maschine aufmachbar, dass man den ganzen Führerstand, der alle einzelnen Instrumente dann auch separat beleuchtet werden können über den Digitaldecoder. Die wird dann betrieben mit einem üblichen Loksound oder was kommt da rein? Genau, da kommt ein ESO Loksound 5L drin mit dem original extra aufgenommenen Sound von der richtigen Lokomotive dann noch. Und das ist jetzt das allererste Handmuster, das ist aus Messing. Die werden dann irgendwann nächstes Jahr, übernächstes Jahr? Ende nächstes Jahr werden die dann ausgeliefert. Also ja. Ende 2025. Genau. Dann haben wir hier jetzt weitere Lokomotiven und ein paar etwas kleinere. In Maßstab dann 1:45. Genau. Spur 0, aber nicht 0, sondern 0 Schmalspur. Genau. Sind auch in Messing? Die sind auch alles Messing-Handarbeitsmodelle. Da gibt es dann hier sogar tolle Inneneinrichtungen. Ja. Ein Tischgedeck. Dann gibt es hier noch Faltenbalken. Genau. Was hat es damit auf sich? Die haben ja jetzt hier weder mit dem Krokodil noch mit den Dampfloks zu tun. Ich habe die Faltenbalken in Spur 0 schon seit etlichen Jahren im Programm und habe seit 3 Jahren jetzt auch den Spur 1 Faltenbalg. Die Kuppler magnetisch. Die können sich an alle Gleislagen anpassen und man kann praktisch jeder Wagen, der es im Handel gibt, mit diesen Faltenbälgen umrüsten, die perfekt funktionieren und den richtigen Job auch ausüben als Faltenbalg. Dann jetzt hier nochmal eine Spur 1 Lok, die ist aber jetzt schon komplett lackiert. Ist also schon weiter, ist die schon ausgeliefert worden oder kommt die demnächst? Das war die Neuheit des letzten Jahres und die wird jetzt in den nächsten Monaten angefangen auszuliefern. Ja. Und wie diese Loks verpackt sind, haben Sie mir vorhin auch schon beim kurzen Vorgespräch gezeigt. Und das schauen wir uns jetzt an einem etwas früheren Modell an. Das ist jetzt eine Dampflok, die Sie wann gebaut und ausgeliefert haben? Die ist schon 3 Jahre alt. Das war der Habersack der Schweizerischen Bundesbahn. Und die Modelle werden so ausgeliefert in dieser edlen Holzkiste. Weil das Konzept ist, dass der Kunde zu Hause die Modelle, ohne sie anzurühren, ohne sie anzufassen, anschauen kann. Das heißt, wenn die Verpackung zu ist, kann man auf diese 2 Buttons drücken. Dann kann man sich das Modell, die Kiste aufmachen und an diesen 2 Griffe so kurz ziehen. Und dann hat man das Modell in den Händen und kann man es von jeder Seite betrachten. Und dann ist die Lok zur Sicherung angeschraubt oder wie ist das? Die Lokomotive ist nicht angeschraubt, sondern die ist in die Platte eingelegt. Nur in die Rillen? Genau, in die Rillen eingelegt. Die kann man dann wieder ganz einfach aufgleisen zum Verpacken. Und anhand von diesen 2 Drückpunkten, jetzt in diesem Fall beim Habersack, wird dann die Lokomotive in der Kiste festgehalten. Und das Festhalten wird dann einfach durch Schließen der Kiste? Genau, durch Schließen der Kiste. Und wie Sie sehen, werden diese 2 Anpresspunkte da beim Dach. Das heißt, ich brauche keine Polsterung, gar nichts? Nein, nichts. Und das hebt dann so. Ja. Und das ist dann transportsicher genau. auch für den PKW. Und diese Holzkiste hat dann noch eine andere Transportschachtel aus Karton. Gut. Und nebendran sehen wir jetzt hier noch einen Güterwagen, der auch schon ein bisschen älter ist, einen Schweizer, den schauen wir uns mal auch im Detail an. Der ist wann ausgeliefert worden? Der ist letztes Jahr ausgeliefert worden. Da sind alle Treppen aus Holz,
aus echtem Holz, sowie auch die Innenplatte. Und das Scheueisen, das ist dann eingesetzt aus Neusilber. Die Türen des Bremserhauses sind auch magnetisch ausgeführt. Die werden geschlossen magnetisch und sind dann auch zu öffnen und bleiben dann magnetisch auch offen. Und ganz innen, wenn Sie richtig hineinkommen in das Bremserhaus, sehen Sie auch noch einen Bremsschuh, der ganz hinten links da sich befindet. Und die Schieber für die Lüftungsklappen, gehen die auch auf? Die Türen, Die Türen gehen zu? die Seitentüre, die geht zu. Und die kann man dann auch mit dem Riegel arretieren. Ja. Und je nach Artikelnummer sind dann die Schieber entweder offen, halboffen oder ganz offen oder geschlossen. Das heißt, die werden dann nachgebildet in dem Zustand, wie sie wären, Genau. Sind also nicht beweglich. Nee. Aus farblichen Vielleicht dann Gründen. doch ein bisschen zu viel erwartet. Ja, das, wegen der Farbe dann auch wäre das nicht so betriebstauglich. Gut. Dann bedanke ich mich beim Claudio Pesolillo für die Danke Vorstellung Ihnen für den seiner Marke, seiner Lokomotiven, die er seit wann baut. Fast 10 Jahren jetzt. Ich wünsche noch viel Spaß hier in Ampfelwang. Danke für den Besuch.